Ja, dann beginnen wir mal mit dem Vortrag. Was erwartet Sie in den nächsten 50 Minuten, rund 50 Minuten? Das ist erstmal, werde ich auf die physiologischen Grundlagen des Hörens eingehen. Das ist, denke ich, sehr wichtig, wenn man Kunstkopfstereophonie und räumliches Hören überhaupt verstehen will. Dann natürlich den Kernpunkt des heutigen Vortragsthemas, die Kunstkopfstereophonie, die Technik. Und dann den Siegeszug der Mehrkanalverfahren, wie es die Frau Stadelbauer schon gesagt hat, im Rahmen der Ausstellung. Die Kunstkopfstereophonie hätte man dann Anfang der 80er Jahre als gescheitert betrachten können, weil die Mehrkanalverfahren sich durchgesetzt haben. Aber heute, beim Durchbruch des 3D-Tons für die Virtual Reality, ist viele Techniken kommen wieder zum Einsatz, die damals entwickelt worden sind. Dann werde ich ein kurzes Fazit ziehen und etwas zu den Hörbeispielen sagen, was die Frau Stadelbauer schon angedeutet hat, die im 4. Stock neben der Ausstellung auch aufgebaut sind. Ja, aber eigentliche Thema ist ja heute, wie bestimmen wir, aus welcher Richtung eine Schallquelle kommt. Das ist bedingt aus der Evolution, in der Biologie auch sehr, sehr wichtig. Die Antilope hier frisst gemütlich, und wenn sie jetzt nicht orten könnte, dass da irgendwo was im Anzug ist, dann würde sie gefressen werden. Ergo muss sie sehr genau orten können, wo verdächtige Geräusche herkommen, und das muss sie tun können, ohne andere Sinne, also ohne Augen und Tastsinn oder sonst was, sondern es muss nur auch durchs Geräusch bestimmbar sein. Das ergibt jetzt die Komponenten für das Richtungshören. Da ist A mal der Lautstärkeunterschied. Das ist eigentlich die einzige Komponente, die normale Stereotechnik überträgt. Da gibt es einen Lautstärkeunterschied zwischen rechten und linken Ohr. Wenn Sie hier die Pianistin sehen, die spielt, und er hier schaut geradeaus, dann ist es so, dass der Weg hier etwas länger ist, und dadurch wird der Ton etwas leiser sein, den er hier mit dem linken Ohr empfängt. Das Ganze wird in der Akustik bezeichnet mit ILD, Interaural Level Differenz. Die zweite Komponente ist der Zeitunterschied. Also wenn wir hier nochmal zurückgehen, ist es natürlich auch so, die Weglänge hier ist ja länger als zu diesem Ohr, also wird es auch einen Zeitunterschied geben. Das ist genau das, was hier rot bezeichnet ist, diese größere Weglänge. Dann kann man hier auch wieder ein bisschen Schulphysik, kann man sich das ausrechnen, ein bisschen Geometrie. Diese Weglänge, dieses Delta S, ist hier eingetragen, dividiert durch die Schallgeschwindigkeit, die 340 Meter pro Sekunde, gibt dann die Zeitdifferenz. Man muss sich natürlich jetzt einen Kopfradius annehmen, das ist der hier, ein mittlerer Kopfradius, und mit etwas Schulgeometrie kann man sich dann ausrechnen, wie groß die Wegdifferenz ist. Und es gibt sich ein maximaler Zeitunterschied, die Fachleute sprechen von Laufzeitdifferenz, von 0,000650 Sekunden, das sind 650 Mikrosekunden. Der kleinste noch hörbare Zeitunterschied ist sagenhafte 0,000010 Sekunden, also 10 Mikrosekunden. Jetzt kommt die dritte, das ist die akustische Filterung, und die wird meistens ganz vergessen. Was ist darunter zu verstehen? Schallwellen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, werden an den Außenohren, also hier, an Kopf, Schultern und Oberkörper unterschiedlich reflektiert und beeinflussen das natürlich. Das wird bezeichnet als ATF in der Akustik, Anatomical Transfer Function, oder HRTF, Head Related Transfer Function, das heißt kopfbezogene Übertragungsfunktion für die Techniker. Jetzt wieder anschaulich gemacht, Messungen werden ja auch an einem Kunstkopf, einem künstlichen Kopf, der möglichst so ausschauen soll, wie organisch ein Kopf ausschaut. Ein mittlerer Kopf, muss man dazu sagen. Und das Ohr wird extrem genau auch von den Materialien nachgebildet, wie das natürliche Ohr ist.
Und hier in seinem linken Ohr, in seinem Gehörgang steckt ein Mikrofon und dann wird gemessen. Wir sehen hier die einzelnen Fälle. Hier ist der rote Lautsprecher direkt vor der Nase. Das gibt diese rote Kurve hier. Ich muss sagen, das ist immer die Pegel-Lautstärke, der gemessen wird, wieder in der Abhängigkeit von der Frequenz. Die grüne, die Schallquelle hinter dem Kopf und die blaue ist über dem Kopf. Und hier bei der blauen sieht man zum Beispiel zwischen 5 und 7 Kilohertz diese Überhöhung. Da hat man lange geglaubt, das ist ein sicheres Indiz, dass ein Ton von oben kommt. Ist aber nicht so einfach, weil von Individuum zu Individuum das schwankt. Also ganz genau kann man es daran allein nicht ableiten. Die ersten stereoskopischen Fotografien sind in Paris aufgetaucht um 1842 und der erste stereoskopische Film ist 1903 von den Gebrüdern Lumière gezeigt worden. Und was ist mit dem räumlichen Ton, 3D-Audio? Der Harvey Fletcher meldet erstes Patent für räumliche binaurale Tonübertragung an. Binaural heißt schlicht einfach in der Fachsprache mit zwei Ohren. Nicht? Also man kann nicht immer hinschreiben mit zwei Ohren, also sagt man binaurale Tonübertragung. 1927 gibt es schon ein Patent von Jones, erstes Patent für räumliche binaurale Tonaufnahme. Jetzt wird schon über die Aufnahme nachgedacht. Damals natürlich Schallplattenaufnahmen im Wesentlichen. Und 1930 die ersten Experimente zur binauralen Phasen- und Amplitudendifferenz am Wachsmodell eines Kopfes. Also sie haben schon einen Kunstkopf aufgebaut. Schauen wir uns den Harvey Fletcher nochmal an, der 1884 bis 1981 gelebt hat. Der hat promoviert in Physik an der University of Chicago beim Professor Millikan für die Techniker. Das ist der die Elementarladung bestimmt hat. Da werden Studenten immer noch mitgequält in der Physik, jetzt die Elementarleitung zu bestimmen. Und der ab 1916 bei Bell Systems, das ist eine Telefongesellschaft, die heute auch noch existiert, verantwortlich für Forschungen zum Verständnis von Sprache und Hören. Seine Kollegen haben gesagt, du machst da aber einen ganz gewaltigen Abstieg, mach das nicht. Aber er hat ganz Großartiges geleistet in der Akustik dann. Das ist sein erstes Patent, angemeldet 1925, 1927 erteilt, heißt Binaural Telephone System. Ja, die Technik damals war das Telefon, aber binaural heißt wieder, wie wir gesagt haben, mit zwei Ohren, die Geschichte. Das gelb umrandete habe ich jetzt übersetzt, was drin steht, und eigentlich hat er alles gewusst, worum es geht bei der 3D-Audio-Wiedergabe. Diese Erfindung bezieht sich auf ein binaurales Übertragungssystem, das entwickelt wurde, um Ton mit derselben Natürlichkeit zu übertragen, wie sie bei Schallübertragung durch die Luft gegeben ist. Die Transmitter, Mikrofone, sind in einem Dummy oder künstlichen Kopf befestigt, der einen Schallschatten ähnlich dem eines menschlichen Kopfes produziert. Also er hat auch schon gewusst, dass es ein akustisches Filter quasi ist. Damit wird eine Tonaufnahme sichergestellt, wie wenn der Zuhörer anstelle des künstlichen Kopfes positioniert wäre. Seine Zeichnungen, die er angegeben hat, wir sehen hier seinen Kunstkopf mit zwei Kondensatormikrofonen. Kohlemikrofone, die damals üblich waren in der Telefontechnik, wären viel zu schlecht gewesen. Die zwei Röhrenverstärker, die Triode ist erfunden worden damals und in Amerika hat sie einen Siegeszug angetreten mit den großen Überlandleitungen in Anführungszeichen für die Telefongesellschaften. Hier sehen wir jetzt einen 5-stufigen Triodenverstärker. Wir sehen hier am Eingang das Kondensatormikrofon. Wir sehen auch, wie schön es vorgespannt ist und beschaltet ist. Und am Ausgang einen elektrostatischen Kopfhörer, also so ein elektromechanischer Kopfhörer, wie er im Telefon üblich ist, wäre viel zu schlecht gewesen. Das wusste er und hat dafür einen Kondensator-Kopfhörer gemacht. Vielleicht für die Nicht-Techniker, Kondensator-Kopfhörer heißt,
wie ein Elektroskop, zwei Platten, die sich gegenüberstehen. Die eine ist beweglich und durch Abstoßung und Anziehung wird dann der Schall an der einen Membran eben abgestrahlt. Ja, das waren sein Grundlagenpatent. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in die Gegenwart. Wir haben hier einen Sennheiser High-End-Kopfhörer, den Orpheus HE90. Das Beste, was man überhaupt bauen kann im HiFi-Bereich. Der hat einen, ja, ich muss vielleicht dazu sagen, als Produktionsstart war 1991 limitiert, war die ultimative Referenz im audiophilen Sektor und war die Vergleichsbasis laut Sennheiser für alle High-End-Kopfhörerentwicklungen bei Sennheiser. Preis 30.000 D-Mark, Kopfhörer und Verstärker, natürlich Kopfhörerverstärker. Wir sehen der Verstärker, Röhrentechnik, und wir sehen der Kopfhörer ein Elektrostat. Dasselbe wie schon Fletcher 1925 vorgeschlagen hat. Röhren machen hier auch seinen Sinn. Der braucht so um die 800 Volt, das heißt also für große Aussteuerbereiche, das wissen die Techniker, ist die Röhre halt überlegen und für diese, um die Spannungen für den Elektrostaten zu erzeugen. Wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, es gibt seit heuer einen neuen Orpheus, wieder in limitierter Auflage, auch wieder mit Röhren, Transistor, Vorverstärker gemischt, Elektrostat. Der wurde schon zur letzten IFA vorgestellt, wir haben uns den auch angehört, das ist fantastisch. Und ich habe mit einem Sennheiser Product Manager geredet, die Produktion ist jetzt erfolgt. Schauen Sie sich die Homepage an, es ist fantastisch, was über den Kopfhörer gesagt wird, über den neuen Orpheus. Der kostet jetzt nur 50.000 Euro plus Mehrwertsteuer, also 59.000 Euro.